मेरे नक विच नथनी ते तने उत्ते कगरी. Dieses Land berührt mich. Immer wieder bin ich hierher gereist und endlich darf ich hier einen Film machen. Indien ist mein für immer Bucketlist-Land. Jedes Mal schüttelt mich dieses Land wieder durch. Das ist so schnell. Indien ist bunt und wuselig und überwältigend. Es ist einfach das schönste Gebäude auf der Welt. Auf dieser Reise geht ein lang ersehnter Traum von mir in Erfüllung. Einmal bei einer indischen Hochzeit dabei zu sein. Wir sind Nina und Jens und stürzen uns mitten rein. Von Delhi reisen wir nach Pushkar im Bundesstaat Rajasthan. Weiter geht es nach Deshnok und Jodhpur und zum Schluss nach Agra. Was geht los? Und zwar in Delhi, Indiens Hauptstadt. Das Humayun-Mausoleum gilt als architektonischer Vorläufer des berühmten Taj Mahal. Ein super Einstieg, denn es ist nicht so überlaufen. Weiter geht's zum Red Fort. Das ist das größte Bauwerk im alten Teil der Stadt. Hier bekommt man einen guten Eindruck der damaligen Herrschaft der Großmogulen von Delhi. Chandni Chowk, das wohl lebendigste Viertel in Old Delhi und der ideale Ort, um den brodelnden Alltag zu erleben. Rund 32 Millionen Menschen leben im Großraum Delhi. Ganz anders als Old Delhi ist New Delhi. Rajiv Chowk oder Connaught Place, gebaut unter der britischen Kolonialbesatzung Indiens. In ein paar Tagen sind wir in Delhi auf eine Hochzeit eingeladen und dafür brauche ich noch ein Outfit. Mit Soumya gehe ich shoppen und sie wird mir später noch interessante Einblicke ins Dating in Indien geben. Ein Sari ist nichts anderes als ein Stoff. Ein 5,5 Meter langer Stoff. Und diese Masse an Stoff kann schon mal leicht überfordern. Trägst du gerne einen Sari? Ja, es ist die bequemste Kleidung überhaupt. Ich kann in einem Sari rennen. Kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Okay, jetzt kommt die Disco-Version. Oh, wow. Ja. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Nicht Disco, sondern einfach special. Wie viel Bling Bling ist zu viel Bling Bling? Für indische Hochzeiten kann es nie genug sein. Sogar damit würdest du dich im Vergleich zu anderen underdressed fühlen. Kann nicht sein. Das hier ist eine Option und sie steht dir ausgezeichnet, denn die Farbe passt auch zu deinen blonden Haaren. So, bist du Team Pink oder Team Blau? Team Blau. Aber ich habe noch einen Favorite. Du willst, dass ich den Telefon-Sari anziehe? Ich entscheide mich für den blauen. Wenn ich an indische Hochzeiten denke, denke ich auch gleich an arrangierte Ehen. Gibt es immer noch die arrangierte Ehe? In den kleinen Städten ist die arrangierte Ehe immer noch normal. Aber für mich ist eine arrangierte Heirat etwas, das mich ärgert. Warum sollten deine Eltern einen Partner für dich auswählen? Wenn du deinen Partner selbst auswählst, ist das auf lange Sicht doch viel besser. Mir hat noch kein einziger Mann gefallen, den mein Vater für mich ausgesucht hat. Er schickt mir immer wieder Matches und ich lehne sie immer wieder ab. Es gibt eine App namens Jeevansathi, das ist eine Online-Partnersuche. Mein Vater nutzt sie, so wie Bumble oder Tinder, und wählt immer wieder einen aus, wischt nach links und rechts. Das wäre dann eine arrangierte Ehe.
Ist das eine Auswahl-App für Väter? Ja, für Eltern, Geschwister, jeden. Tinder für Väter? Ungefähr. Nur eben mit Partnern für ihre Töchter. Das ist verrückt. Das ist ein Trend. Viele Leute heiraten über diese Matching-Websites. Ich würde das nicht tun. Die Mehrheit der Ehen in Indien wird immer noch arrangiert. Ob das bei unserem Brautpaar auch so ist? Ich bin gespannt. Der nächste Tag startet früh um 5. Wir wollen nach Pushkar und nehmen den Zug. Indiens Schienennetz wurde vor über 160 Jahren unter britischer Kolonialherrschaft gebaut und gehört zu den größten weltweit. Jeden Tag nutzen rund 23 Millionen Menschen in Indien die Bahn. Unser Ziel liegt im Bundesstaat Rajasthan. Ankunft in Ajmer. Für die letzten 15 Kilometer nehmen wir ein Taxi und erreichen Pushkar. Hier dreht sich alles um den heiligen See. Der Überlieferung nach ließ der Schöpfergott Brahma eine Lotusblüte aus seinen Händen fallen. So entstanden an 3 Stellen mitten in der Wüste Seen. Einer davon in Pushkar. Hier erwartet uns morgen ein Spektakel, wie wir es noch nie gesehen haben. Wir sind zur Pushkar Mela hier. Sie gilt als die größte Kamelmesse der Welt und findet immer in der Vollmondwoche im November statt. Über 50.000 Tiere werden hier dann verkauft. Pferde, Rinder und jede Menge Kamele. Pushkar liegt im Vorland der Wüste Thar. Kamele werden hier noch zum Arbeiten auf Farmen eingesetzt. Welches kann ich kaufen? Das hier. Wie viel kostet es? 30.000. Das sind rund 340 €. Wenn du es kaufst, dann gebe ich dir eine Tragetasche und du kannst es mit in dein Land nehmen. Warum ist das hier ein gutes? Sie sind alle sehr gut. Aber das hier ist besonders schön und es ist nicht wütend. Kann ich es anfassen? Warum nicht? Du sagtest nicht wütend. Sie sind nicht wütend. Sie sind müde. Wir verzichten aufs tierische Mitbringsel und belassen es bei einem Bummel über den Kamelmarkt. Die Pushkar Mela ist aber längst nicht mehr nur eine Kamelmesse. Der kleine Ort verwandelt sich in ein riesiges Festival. Wir sind mit Ashok verabredet. Er bereitet sein Kamel gerade auf den jährlichen Kameldekorationswettbewerb vor. 13 Mal hat er ihn schon gewonnen. Kamel Raja ist sein ganzer Stolz. Das Kamel ist wie Gott für mich, wie mein Essen, mein Ein und Alles. Was ist dein Geheimnis, dass du diesen Wettbewerb immer gewinnst? Ich habe immer authentische Dekoration verwendet. Alte Sachen, die mit natürlicher Pflanzenfarbe gefärbt wurden. Das ist meine Vision. Die anderen Kamele haben viel Dekoration aus Plastik. Bunte Blumen und sowas. Ob Kamel Raja die Konkurrenz auch dieses Mal aussticht? 7 Kamele treten an. Und ich lerne, es ist wie beim Hochzeits-Sari-Shopping. Es gibt nicht genügend Bling-Bling. Je weniger das Kamel noch zu sehen ist, desto besser. Dieses Jahr kommt die traditionelle Deko bei der Jury nicht so gut an. Ashok schafft es nicht auf die vorderen Plätze. Plastik, Kitsch und Glitzer ziehen dieses Jahr mehr als der traditionelle Schmuck. Jens, bist du bereit für das Abenteuer indischer Jahrmarkt? Sind die Kamele verkauft, macht man sich hier vom Erlös eine gute Zeit.
Indische Jahrmärkte sind allerdings nichts für schwache Nerven. Das werden wir noch am eigenen Leib erfahren. Erstmal treffen wir Tanishq. Er ist Journalist und soll mir helfen, die indische Gestik besser zu verstehen. Warum macht ihr das und was bedeutet es? Mich verwirrt das total. Manchmal schütteln wir den Kopf, selbst wenn wir Ja sagen. Und manchmal nicken wir, wenn wir Nein sagen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil es in diesem Land so viel Musik, Lärm und immer viele Geräusche gibt. Um dann zu kommunizieren, bewegen wir unsere Köpfe immer sanft. Lass uns aufs Riesenrad. Von dort haben wir einen sehr guten Blick auf die Stadt Pushkar. So TÜV Deutschland würde wahrscheinlich Nein sagen, aber das Riesenrad würde ich schon. Oh Gott. Da steht da einfach nur auf so Brettern. Oh Gott. Es ist so schnell. India! Was geht los? Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich das hier gewohnt bin, aber ich habe Angst. Jetzt hast du Angst? Ein bisschen. Schöner Ausblick. Wie es auch einfach keine Tür zum Zumachen hat. Oh Gott, oh Gott. Du siehst nicht gerade entspannt aus. Bin ich auch nicht. Ich kann es gerade nicht so genießen, weil mir gerade schlecht gut ist. Ich war noch nie auf einem Riesenrad, was so schnell war. Und ich muss echt an mir halten, dass mein Curry bleibt. Willst du die anderen probieren? Wir sind zurück im Ortskern von Pushkar, denn die Kamelmesse ist nicht das einzige Highlight. 20.000 Menschen leben hier. In diesen Tagen ist die Stadt aber stärker besucht als sonst. Alle strömen zu den Ghats, so heißen die Stufen zum See. An den 5 Tagen vor und zum Vollmond im November finden sich in Pushkar tausende Gläubige ein, die sich bei einem Tauchbad im Heiligen See von ihren Sünden reinwaschen. Abends finden dann rund um das Seeufer Zeremonien statt. Die Kerzen sind eine Opfergabe an die Götter und symbolisieren, wie das Licht die Dunkelheit besiegt. Die Lichter werden auch dem Heiligen See übergeben. Bei dieser hinduistischen Zeremonie einmal dabei zu sein, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Der nächste Morgen startet vor Sonnenaufgang. Wir sind auf dem Weg zum wohl ausgefallensten Tempel von ganz Indien, im Örtchen Deshnok. Das wird eine Herausforderung, denn im Kani-Mata-Tempel werden Ratten verehrt und hinduistische Tempel betritt man barfuß. Erstmal besorgen wir Opfergaben für die Ratten. Tanishq ist wieder dabei. Wie sehr magst du Ratten? Als ich aufwuchs, kamen Ratten manchmal in unser Haus. Ich habe nichts gegen sie, aber Sie sind nicht deine Lieblingstiere? ich mag sie nicht besonders. Sie sind mir eher gleichgültig. Aber Ratten gelten in Indien als heilig. Da sind schon die ersten.
Bis zu 30.000 Ratten sollen in diesem Tempel leben. Jede Ratte ist eine wiedergeborene Seele. Es ist später Vormittag, da ist es rattentechnisch noch ruhiger. Abends sind sie aktiver. Mir reicht es aber auch so schon. Das Gute ist, dass die Ratten relativ klein sind. Also in Frankfurt habe ich schon größere gesehen. Und wenn man wohlwollend ist, könnte man sagen, sie sehen aus wie niedliche Mäuse. Das hier ist besonderes Futter für die Ratten. Kann man sie aus den Händen füttern? Ja, Wirklich? komm her. Man muss so aufpassen, wo man hintritt. Oh, Jens. Das hier ist eine besondere Milch. Wenn wir krank sind, kommen wir hierher und trinken es. Das ist gut für die Gesundheit. Keine Infektion, keine Krankheit. Das ist sehr heilig. Wow. Okay, das mache ich nicht. Würdest du das machen? Ich füttere die Ratten. Nein, würdest du die Milch trinken? Dabei gilt es als glücksbringend, die Reste der Kabas, so werden die heiligen Ratten genannt, zu essen. Oder eben die Milch mit ihnen zu teilen. Iss. Zeig volle Hingabe, Nina. Mit vollem Vertrauen. Ja. Sie haben keinen Hunger. Versuch's da. Es soll übrigens auch Glück bringen, wenn die Ratten einem über die Füße huschen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die meisten eine Fressnarkose haben und viel zu faul sind, um durch den Tempel zu flitzen. Tritt man versehentlich eine Ratte tot, muss man eine Rattenstatue aus Gold oder Silber an den Tempel spenden. Wir sind Angehörige der Kanimata-Familie, also sind sie meine Familie. Wenn wir sterben, werden wir die nächsten Ratten sein. Die Ratten heißen hier Kaba. Wenn du eine weiße Kaba siehst, bringt das Glück. Wenn wir sehr, sehr gutes Karma haben, dann werden wir als weiße Ratte wiedergeboren. Eine weiße bedeutet Glück. Was wirst du mal? Eine weiße oder eine dunkle Ratte? Eine weiße, weil ich gutes Karma habe. Wir haben heute keine weiße Ratte gesehen. Der Rattentempel Kanimata war trotzdem ein Erlebnis. Aber wir müssen zugeben, wir haben uns auch ganz schön geekelt. Es ist halt einfach Rattenkacke unter meinen Füßen. Heilige Rattenkacke. Der Bundesstaat Rajasthan heißt übersetzt Land der Könige. Und in Jodhpur verstehen wir auch warum. Hier steht die wohl eindrucksvollste Festung von Rajasthan, Mehrangarh Fort. Die Festung ist in Privatbesitz. Wir haben leider keine Drehgenehmigung bekommen. Reisende dürfen die Festung aber besichtigen. Die blauen Gassen der Altstadt, die Jodhpur den Spitznamen Blaue Stadt eingebracht haben. Traditionell waren die blau getünchten Häuser ein Zeichen dafür, dass hier ein Brahmane, also ein Angehöriger der obersten Kaste, lebt. Offiziell gibt es das Kastensystem nicht mehr, aber in der Realität leben die Menschen hier immer noch in unterschiedlichen Schichten. Immerhin, heute bemalen auch Nicht-Brahmanen ihre 4 Wände. Ich bin mit Chandrakala verabredet, die in so einem blauen Haus aufgewachsen ist. Hier in der blauen Stadt sind die Temperaturen durch die Farbe ein bisschen kühler. Es gibt weniger Insekten. Es gibt ein schönes Sonnenlicht. Das ist ein gutes Gefühl. Der Kalkfarbe wird Kupfersulfat beigemischt. So bekommt man den richtigen Farbton. Wir streichen das Haus jedes Jahr vor dem Lichterfest Diwali. Die Farbe macht eine positive Stimmung und wir glauben, dass dadurch Lakshmi, die Göttin des Wohlstands, ins Haus kommt.
Ein blaues Häuschen könnte ich mir auch vorstellen. Ist ein bisschen farbenfroher als bei uns, oder? Du hast auch ein bisschen blau auf der Linse schon. Chandrakala nimmt uns mit in ihr Zuhause. Wir wollen die rajasthanische Küche kennenlernen. Ein Curry mit Bällchen aus Kichererbsenmehl und vielen Gewürzen. Und das ist Asafoetida. Was ist das? Asafoetida. Das ist ein Brahmanenhaus. Wir verwenden keinen Knoblauch. Dies ist ein Ersatz dafür. Es riecht gut. Ein bisschen zwiebelig. Es sind aber auch keine Zwiebeln. Die sind für Brahmanen ebenfalls nicht erlaubt. Außerdem ernähren sie sich traditionell vegetarisch. Good? No, proper. Sie ist auf jeden Fall eine strenge Lehrerin. Was ist das Besondere am Essen in Rajasthan? Die meisten Gerichte kann man ganz leicht zu Hause kochen. Früher gab es in Rajasthan kaum Gemüse, denn es ist ein Wüstengebiet. So entstanden hier viele Gerichte, die weniger Gemüse, dafür aber mehr Hirse und Getreide enthalten. Aus Kichererbsenmehl und Gewürzen formen wir jetzt kleine Klößchen, die frittiert werden. Dazu kommt eine Soße aus Joghurt und Gewürzen. Und frischer Koriander. Viel wichtiger als die Zutaten ist für Chandrakala aber die innere Einstellung. Wenn das Essen mit Wut und nicht mit vollem Herzen gekocht wird, dann wird die Wut im Essen sein. Sie wird sich in dem Gericht widerspiegeln, das gekocht wird. Wenn es mit Liebe gekocht wird, wird die Person, die es isst, den ganzen Tag glücklich sein. Ohne selbstgebackenes Fladenbrot kommt hier kein Gericht aus. Zu allen Hauptmahlzeiten stellt sie die sogenannten Chapati her. Wow! Okay. Glaubst du, ich schaffe das? Sie vertraut mir, das ist gut. Good? No. No? More. Oh. Was denkst du? Ganz ehrlich. Ehrlich gesagt, das ist nicht rund. Das sieht aus wie die Landkarte deines Landes. Aber das ist kein Problem. Okay. Nochmal drehen. Okay. Okay, fertig. Done. Dann? Done. Komm, This. so schlecht sieht's nicht aus. Good. Also das Chapati ist natürlich super gut geworden. Ich bin jetzt gespannt auf dieses Bällchen. Das schmeckt erstmal von der Konsistenz tatsächlich noch super mehlig. Relativ mild, dann kommt ein bisschen Schärfe. Ich glaube, sie hat echt so eine super abgeflachte Version für mich gemacht. Die Kraft des indischen Essens und der indischen Liebe. Möchtest du etwas von meinem grandios gekochten Essen? Mir geht's heute nicht so gut, aber ich verzichte dankend. Es hat aber nichts mit meinem Essen zu tun, oder? Es schmeckt bestimmt hervorragend. Hast du... Mein Magen verträgt heute nur noch Grießbrei. Ja, das gehört leider auch zu einer Indienreise. Der Verkehr in den engen Gassen von Jodhpur funktioniert nur, weil alle irgendwie mithelfen. Der Stufenbrunnen diente den Einheimischen früher als Süßwasserquelle. Heute ist er ein beliebter Treffpunkt, um der Hitze der Wüste zu entkommen. Rund um den Uhrenturm schlägt das Herz der Stadt. Für uns heißt es jetzt Abschied nehmen von Jodhpur. Jetzt gibt's Eisenbahnromantik Indien-Version. Das wird gut.
Mit dem Nachtzug geht es zurück nach Delhi. Ist doch Luxus hier. Willst du jetzt mal dein Bett beziehen? Ja. Gut. Wir gönnen uns die 2. Klasse mit Klimaanlage. Morgen wollen wir ja fit sein für die Hochzeit. So jedenfalls die Idee. 16 € kostet uns das Ticket pro Person. Es wird nicht die allererholsamste Nacht. Aber Zugfahren in Indien ist ein Abenteuer, das man auf jeden Fall erleben sollte. In Delhi ist die Müdigkeit dann wie weg, denn heute geht für mich mein absoluter Traum in Erfüllung. Wir sind zu Gast auf einer indischen Hochzeit. In dieser Garage eines Hotels. Das hier ist Paridi, die Braut. Heute ist Tag 2 der Feierlichkeiten und ihre Familie nimmt uns sofort auf. Ihr zukünftiger Bräutigam feiert heute getrennt von ihr mit seiner Familie. Erst zur eigentlichen Trauung morgen dürfen sie sich wiedersehen. Die Braut und viele der Gäste tragen gelb, denn es wird Haldi gefeiert. Haldi ist Hindu und bedeutet Kurkuma. Kurkuma gilt als entzündungshemmend, heilend und verschönernd. Und durch diese Zeremonie sollen Braut und Bräutigam gereinigt werden. Mit Grasbüscheln wird eine Paste aus Kurkuma, Öl, Senfsamen, Weizen und Salz aufgetragen. 5-mal. Auf Füße, Knie, Schultern und den Kopf. Das fühlt sich voll komisch an, die Braut vor dem Tag der Hochzeit so einzusauen, aber es steht ja für einen höheren Sinn. Und die Kurkuma-Dusche für die Braut hat ihren Höhepunkt auch längst noch nicht erreicht. Es heißt, dass aufgrund der kraftvollen Eigenschaften von Kurkuma alle, die davon berührt werden, bald ein gut aussehendes Gegenüber finden werden. Zum Schluss noch ein bisschen Joghurt und Milch auf die Braut. Wie gerne würdest du jetzt duschen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ich das in Worte fassen kann. Ich fühle mich im Moment komplett eingesaut. Ich habe dieses ganze Zeugs überall auf mir und denke, ich könnte echt eine Dusche vertragen. Heute ist Tag 2. Wie müde und gestresst bist du? In den letzten 48 Stunden habe ich insgesamt nur 5 Stunden geschlafen. Also, ich überlebe es. Aber gefällt es dir auch? Ich liebe es, denn all das hier werde ich in meinem Leben nicht nochmal erleben. Also denke ich mir, der Schlaf kann warten. Nach Haldi kommt Mendi, die Verschönerung der Braut durch Henna-Kunst. Solange die duscht und sich ausruht, sind die Gäste dran. Dafür wurden extra professionelle Henna-Künstler engagiert. Früher haben sich nur die Frauen bemalen lassen. Diese Regel gibt es zum Glück nicht mehr. Ich traue mich kaum zu atmen, weil die so filigran arbeiten. Ich meine, wenn das hier das Standardprogramm für die Gäste ist, was kriegt dann die Braut? Wie sehr mögt ihr Henna? Wir lieben es. Das hier ist alt, von einer anderen Hochzeit, auf der wir waren. Letzte Woche. Trotzdem wollten wir ein neues. Eine lustige Tradition ist, dass man so gefüttert wird. Die Ehemänner füttern ihre Ehefrauen, die Brüder ihre Schwestern. Du kannst ja nichts anfassen. Das ist schlau. Ich bekomme immerhin was zu trinken. Und Jens auch ein Henna-Tattoo. Ein Pfau mit einer Flöte oder sowas in der Art.
Es ist schon später Abend, als die Henna-Künstler mit der eigentlichen Arbeit an Braut Paridi starten. Sie bekommt die Arme und Beine bemalt. Das ist hier, glaube ich, ziemlich harte Arbeit, eine Braut zu sein in Indien. Die sitzt da jetzt ungefähr nach 3 oder 4 Stunden. Kannst du dir vorstellen, dass eine Hochzeit in Deutschland nur einen Tag dauert? In Indien ist es eine Woche. Meine Hochzeit ist kürzer und kleiner als viele Hochzeiten, die hier stattfinden. Die meisten Hochzeiten in Indien dauern 7 oder 10 Tage. Was Paridi als kleine Hochzeit ankündigt, wird mich morgen noch überraschen. Mit ihrem Verlobten Tushar ist sie seit 2 Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden bei der Arbeit. Eine Liebeshochzeit, keine arrangierte Ehe. Aber die Familien der beiden spielten bei der Verlobung dennoch eine entscheidende Rolle. Ihm sind familiäre Werte wichtig. Er steht seiner Familie sehr nah und das hat uns zusammengeschweißt. Denn wie du siehst, habe ich auch eine große Familie. Und eines Tages sagte meine Familie plötzlich, du bist 27, er ist 27, jetzt wird geheiratet. Und wir sagten, okay. Er hat mir also keinen Heiratsantrag gemacht oder so. Es war einfach eine ganz natürliche Art und Weise, diese Entscheidung zu treffen. Hochzeitstag. Und an dem wird nicht nur die Braut gestylt, sondern ihre komplette Familie, die mich für die Hochzeit adoptiert hat. Also werde auch ich fertig gemacht. Ich bin schon gespannt auf meinen Sari. Dhanyawad, thank you. Ja, Wie fühlst du dich? super bequem. Vor allem, wo es hier so heiß ist. Schön luftig. Für die 5,5 Meter Sari-Stoff brauche ich Unterstützung. Ich glaube, so viel Bling Bling hatte ich noch nie in meinem Leben. Good? Für eine Hochzeit Good for a geeignet? wedding? Auf jeden Fall. Du siehst aus wie eine indische Braut. Danke. Also mal sehen. Deine Füße bleiben unter dem Sari. Nicht hochheben. Meiner ist viel länger als deiner. Du trittst den Sari quasi nach vorne und schreitest. That's good. Das ist gut, so kann niemand meine Schuhe sehen. Jetzt sehen wir endlich auch Paridis Bräutigam Tushar. Der Einzug des Bräutigams ist eine Party für sich. Tushar lässt sich von Freunden und Familie feiern. Über 1 Stunde wird er für die paar Meter vom Parkplatz zum Eingang der Hochzeitslocation brauchen. Zeit für uns, der wartenden Braut, einen Besuch abzustatten. Du siehst wunderschön aus. Ich kann nicht lachen und auch nicht viel reden, weil ich sonst mein Make-up ruiniere und ich will ja den perfekten Auftritt hinbekommen. Und das ist schwierig, denn ich bin ja immer noch ich und nicht gut in sowas. 5 Stunden hat Paridis Verwandlung zur Braut gedauert. Die Farbauswahl dabei? Traditionell. Rot ist in der indischen Tradition eine heilige Farbe. In letzter Zeit tragen die Bräute hier eher hellere Farben wie rosa oder blau. Aber ich möchte eine traditionelle Braut sein und rot tragen. Denn das ist im Hinduismus eine heilige Farbe. Wir glauben, dass sie Glück bringt. Und ich brauche alles Glück, das ich kriegen kann. Was denkst du, wie wird dein zukünftiger Ehemann, dein Verlobter, reagieren? Er sollte besser weinen. Er sollte besser weinen.
Er sollte vor Glück weinen oder ich gehe zurück. Ich habe viel Zeit und Energie in das hier gesteckt. Also sollte er lieber weinen. An Tränen ist aber noch nicht zu denken. Tushar macht noch hart Party. Scheine fliegen, um dem Brautpaar Wohlstand zu wünschen. Und dann hat er seinen großen Einzug. Paridi wird von ihrer Familie an den Bräutigam übergeben. Perfekt ausgeleuchtet von den Hochzeitsfilmern und Fotografen. Als sie da runterlief, die Mama komplett allein, da kommen wir von sich drin. Das ist einfach wie so ein Märchen, wo man dabei ist. Für Paridi und Tushar geht jetzt die hinduistische Hochzeitszeremonie los. Eine kleine Hochzeit mit nur 350 Gästen hatte Paridi angekündigt. Mir erscheint das hier alles gar nicht klein. Das Brautpaar wird dauerbelagert. Wir erwischen sie noch kurz, bevor es für beide zum Familienessen im engsten Kreis geht. Herzlichen Glückwunsch, wie fühlst du dich? Ich fühle mich großartig, aber auch sehr müde. All diese Menschen lassen mich keine Sekunde in Ruhe und das geht jetzt so weiter. Darauf bereite ich mich vor. Also brauchst du jetzt Flitterwochen. Ja. Da war Show dabei, da war alles dabei, Musik. Also es hat richtig geballert. Das war echt was ganz Besonderes. Das war so eine Mischung aus einer Show und einem Bollywood-Film. Da war so viel Tamtam. Nicht zu vergleichen mit einer deutschen Hochzeit. Danke, dass wir euren wichtigsten Tag im Leben begleiten durften. Unsere Reise geht weiter zur größten Sehenswürdigkeit des Landes. Der Taj Mahal, UNESCO-Weltkulturerbe und eines der 7 Weltwunder der Neuzeit. Zweimal war ich schon hier, aber der Taj Mahal lässt mich nicht los. Es ist einfach das schönste Gebäude auf der Welt. Es ist wunderschön. Man sieht es ja immer im Fernsehen oder aus dem Internet, aber selber davor zu stehen, ist natürlich was ganz anderes. Sumera ist hier aufgewachsen und mit der Geschichte um das Grabmal. Shah Jahan ließ es für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal bauen, die kurz nach der Geburt des 14. gemeinsamen Kindes starb. Als sie im Sterben lag, rief sie ihren Mann und nahm ihm 3 Versprechen ab. Erstens, nicht mehr zu heiraten. Zweitens, für die Kinder zu sorgen. Und drittens bat sie ihn um dieses schöne Gebäude. Sie bat um das Gebäude. Sie sagte, okay, bau mir ein Taj Mahal. Sie sagte, ich verlasse diese Welt. Da war sie 39 Jahre alt. Sie sagte, er schaffe ein Symbol für mich, ein sehr schönes. Eines, das niemand kopieren und vergessen kann. Ist ihr gelungen, würde ich sagen. Das größte Denkmal der Liebe. Und das beeinflusst die Menschen auch rund 400 Jahre nach Entstehung. Die Männer hier in Agra sind romantisch. Es liegt uns einfach im Blut, zu romantisieren und zu lieben. Wir sind mit dem Taj Mahal aufgewachsen, mit den Geschichten. Siehst du die 4 Minarette um das Taj Mahal? Von hier sehen sie gerade aus, aber sie sind es nicht. Sie sind um 2 Grad nach außen geneigt, weg vom Mausoleum.
Warum sie das so gemacht haben? Damit sie im Falle eines Erdbebens oder einer anderen Katastrophe nicht auf das Gebäude fallen. Die können sie wieder aufbauen, aber die Errichtung des Hauptgebäudes ist sehr schwierig und teuer. Der Mogul hatte die besten Architekten der Welt. Sie planten jede Eventualität. Rund 40.000 Menschen kommen pro Tag hierher, aber die Besuchermassen nehmen dem Bauwerk nichts von seiner Imposanz. Es wird gesagt, dass man das Gebäude spüren kann. Und genau so ist es. Der Taj Mahal hat etwas Märchenhaftes, Verträumtes. Ein Bauwerk mit Gänsehautgarantie. Eine Aktivität darf auf keiner Bucketlist-Reise fehlen. Eine kleine Tanzeinheit, diesmal als Bollywood-Edition. Also stürzen wir uns ins Wirrwarr der Gassen von Agra auf dem Weg zu einer kleinen Tanzschule. Namaste. Please come. Pratishta ist meine Tanzlehrerin. Die Tanzstunde startet etwas anders als erwartet. Wenn wir traditionell indisch tanzen, sollten wir zuerst immer Gott ehren. Das gibt uns eine andere Art von Energie zum Tanzen. Das hier ist Nataraja, die Erscheinungsform des Hindu-Gottes Shiva in der tanzenden Haltung. Ein bisschen göttlicher Segen wird meinen eher mäßig ausgeprägten Tanzkünsten sicher nur zugutekommen. Pratishta tanzt seit Jahren. Ob das bei mir heute auch so aussehen wird? Beim Bollywood-Tanz dreht sich alles um Spaß. In Indien sagen wir Masti. Das bedeutet Spaß haben. Es ist eine Mischung aus allem. Es geht darum, Spaß zu haben, eine tolle Zeit mit Freunden, mit der Familie. Der erste Tanzschritt? Easy. Man streckt sich, als wäre man gerade aufgewacht. Einfach aus dem Handgelenk rollen. Ja. So? Ja, die eine und dann die andere Hand. मेरा चैन wenn सब उजड़ा 1 2 Also ein bisschen gehen und ein bisschen Hände aneinander reiben. Krieg ich hin, oder? Ja. Cool. Bollywood-Tänze erzählen immer die großen Lebensthemen, Liebe oder Verlust. Glaubst du, ich habe Bollywood im Blut? Ja, ja. Bollywood braucht Drama. Alles, was du tun musst, ist dramatisch sein. Schüttel den Kopf, als würdest du sagen, schau mich nicht an. Es gibt also nie genug Drama? Nein, bei Bollywood geht es nur um Drama, Spaß und Ausdruck. So etwa? Nein, nein. Ja, genau so. Bewege einfach dein Handgelenk. Nichts anderes, nur dein Handgelenk. Einfach berühren. Und die Hand so. Okay, es sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist schön. 1 2 3 4 Bereit für Bollywood. Du musst das wiederholen. Ja. Das hat total viel Spaß gemacht. Also es macht so gute Laune. Von allen Tänzen, die ich bisher gemacht habe, fand ich die am schönsten. Hat am meisten Spaß gemacht. Eine Reise durch das bevölkerungsreichste Land der Welt fordert alle Sinne. Aber wer das Abenteuer wagt, wird belohnt. Mit einer Gastfreundschaft, die mitten ins Herz trifft. Und mit Schönheit, die sprachlos macht. Für mich ist klar, Indien, wir sehen uns wieder.